Willkommen. Willkommen zu dieser stillen Stunde, diesem langsamen Wenden des Abends, dieser kleinen Tasche aus Zeit, die nur für dich beiseite gelegt wurde. Bevor wir beginnen, nimm dir einen Moment, um anzukommen. Lass deine Schultern weich werden. Lass das Gewicht des Tages sanft von deinem Nacken gleiten, deine Wirbelsäule hinunter und hinaus in das, was dich unter dir trägt. Du musst heute Abend nichts tun. Du musst dich an nichts erinnern, nichts lösen, nichts ordnen. Du musst nur zuhören, und selbst das Zuhören darf weich sein. Wenn deine Gedanken abschweifen, ist das völlig in Ordnung. Wenn deine Augen sich schließen, bevor die Geschichte endet, ist das genau das, worauf wir gehofft haben. Lass deinen Atem seinen eigenen langsamen Rhythmus finden. Sanft durch die Nase ein, noch sanfter durch den Mund aus und wieder ein und aus. Hier gibt es keine Eile. Es gibt nirgends Eile, wohin wir heute Abend gehen. Der Ort, den wir gleich betreten, ist ein Hotel. Ein ganz besonderes Hotel. Es liegt in einem warmen, flachen Meer, halb über und halb unter dem Wasser, mit 3 dauerhaft überfluteten Stockwerken und oberen Etagen, die sich den sanften Passatwinden öffnen. Seine Gäste sind selten und sie bleiben für sich. Seine Angestellten bewegen sich langsam mit großer Sorgfalt und sie behandeln jede Gezeit wie einen Ehrengast. Heute Nacht wirst du kein Gast sein. Heute Nacht wirst du ein Page auf einer ruhigen Abendrunde sein. In einer weichen Leinenuniform durch die Korridore gehen und kleine Annehmlichkeiten zu kleinen Türen tragen. Du wirst ein gefaltetes Handtuch liefern. Du wirst eine Kanne warmen Jasmintee liefern. Du wirst einen einzelnen Bimsstein liefern, kühl und rund, an eine Tür, an der jemand um leise Füße gebeten hat. Zwischen jeder Lieferung wirst du innehalten. Du wirst eine Sanduhr neu füllen. Du wirst einen Teppich aus Seegras zurechtrücken. Du wirst dem Riff lauschen, wie es sanft an die Fenster der Lobby tippt. Und wenn die Flut um ein Stockwerk höher steigt, wirst du die schwimmenden Laternen entzünden, dein Hauptbuch mit grüner Tinte unterzeichnen und eine Weile auf der halb versunkenen Treppe sitzen und kleinen silbernen Fischen zusehen, die die Willkommensmatte abgrasen. Nichts wird hastig sein. Nichts wird dringend sein. Nichts wird etwas von dir verlangen, was du nicht in einem langsamen, leichten Atemzug geben kannst. Lass also deinen Körper noch einen Grad tiefer in die Fläche unter dir sinken. Lass die Mundwinkel weich werden. Lass die kleinen Muskeln um deine Augen sich entspannen. Und wenn du bereit bist, lass uns gemeinsam durch die breiten Teakholztüren des Submerged Equinox Hotel treten. Du trittst durch die Tür und das Erste, was du spürst, ist die Luft. Sie ist warm, sie ist salzig dicht und leicht süß, so wie Luft ist, wenn sie den Nachmittag damit verbracht hat, über ein flaches Riff zu ziehen. Sie trägt den leisesten Duft von Jasmin aus dem tieferen Inneren des Hotels heran und darunter den geduldigen, mineralischen Geruch von nassem Stein. Die Lobby ist weit und niedrig, mit einem Boden aus blassem Marmor, der vom Vordereingang aus in einem langen, sanften Gefälle abfällt. In der Mitte der Lobby verschwindet der Marmor unter einer Schicht aus klarem, blaugrünem Wasser. Das andere Ende der Lobby liegt ganz unter Wasser und durch das Wasser kannst du das sanfte Leuchten grüner Laternen sehen, dort, wo die unteren Flure beginnen. Das Wasser leckt ganz sacht an den Marmorstufen. Keine Wellen, nur ein langsames, regelmäßiges Atmen des Meeres. Ein und aus, das den polierten Stein sauber wäscht. Du schaust ihm einen Augenblick zu. Du atmest in seinem Takt.
Über dir wölbt sich eine hohe Decke aus dunklen Teakholzbalken über die Lobby. Messinglaternen hängen an langen Ketten und schaukeln im Passatwind, der durch die offenen Bogengänge zieht. Jede Laterne birgt eine weiche, goldene Flamme in einer Glaskugel, und die Flammen schwingen in langsamen Kreisen, als würden auch sie atmen. Du schaust an dir herunter. Du trägst eine weiche Leinenuniform in der Farbe frischer Sahne. Der Stoff fühlt sich kühl auf deiner Haut an. Weit an den Handgelenken, weit an den Knöcheln. An deinen Füßen sind einfache, geflochtene Sandalen. Die Sorte, die es nicht stört, nass zu werden. Ein kleiner Messingschlüssel hängt an einer Schnur um deinen Hals. Er ist warm vom Liegen an deiner Brust. Du gehst ein paar langsame Schritte tiefer in die Lobby hinein. Der Marmor ist glatt unter deinen Sandalen, von Jahren geduldiger Füße poliert. Zu deiner Rechten erstreckt sich ein langer Tresen aus dunklem Korallenholz an der Wand entlang. Dahinter steht niemand. Der Tresen ist leer, aber er ist nicht einsam. Auf ihm liegen ein aufgeschlagenes Hauptbuch, ein Tintenfass mit grüner Tinte und eine Messingglocke ohne Klöppel. Die Glocke, das weißt du, wird nur unter Wasser geläutet. Zu deiner Linken beginnt eine breite Treppe, die sich sanft nach unten windet. Die ersten Stufen sind trocken, die nächsten sind feucht. Die danach verschwinden im warmen, flachen Meer, das die untere Hälfte der Lobby füllt. Du kannst sie dort unten schimmern sehen. Polierten Marmor, der grün wird, blau wird, noch dunkler wird dort, wo die Korridore beginnen. An den Wänden hängen gewebte Wandbehänge aus Seegras, weichbraun und blassgold, mit Mustern, die aussehen wie Wellen von oben gesehen. Zwischen den Wandbehängen halten kleine Messingleuchter runde Glaskugeln, und in jeder Kugel glüht ein weiches grünes Licht. Das sind die Biolumineszentenleuchter, entzündet nicht durch Flamme, sondern durch winzige Lebewesen, die das Hotel seit Generationen willkommen heißt. Ihr Licht hat die Farbe mondbeschiedener Untiefen. Es flackert nicht. Es atmet nur, sehr langsam, heller und dunkler, heller und dunkler. Du gehst zum Tresen und schaust in das aufgeschlagene Hauptbuch. Die Seiten sind aus dickem, weichem Papier, der Sorte, die ein wenig Feuchtigkeit nicht stört. Auf der linken Seite der Seite stehen, in derselben geduldigen grünen Tinte, die Namen der Zimmer. Auf der rechten Seite stehen die kleinen Wünsche, die heute Abend in den Muscheln vor jeder Tür hinterlassen wurden. Du liest die Liste langsam durch. Zimmer 204 auf der trockenen Etage hätte gern ein gefaltetes Handtuch. Zimmer 112 auf der ersten trockenen Etage hätte gern eine Kanne warmen Jasmintee. Zimmer -103 auf der ersten überfluteten Etage hätte gern einen einzelnen Bimsstein für leise Füße. Zimmer -207 auf der zweiten überfluteten Etage hätte gern, dass die Laternen ein wenig früher als sonst entzündet werden. Zimmer -301 auf der tiefsten Etage hätte einfach gern gesagt bekommen, dass die Flut steigt. Du lächelst ein kleines, weiches Lächeln. Das sind sanfte Bitten. Das sind die Art von Dingen, die du gern lieferst. Du nimmst den Federhalter aus blassem Treibholz und tauchst ihn in die grüne Tinte. Oben auf der heutigen Seite schreibst du die Uhrzeit in langsamen, sorgfältigen Buchstaben. Die Tinte trocknet fast sofort in der salzigen Luft. Du legst den Federhalter ab. Jetzt beginnst du. Du gehst zuerst zu dem kleinen Wäscheschrank hinter dem Tresen. Es ist ein hoher, schmaler Schrank aus blassem Holz, mit einer Tür, die nicht aufschwingt,
sondern zur Seite gleitet. Du schiebst sie auf. Innen, in weichen, blassen Stapeln aufgeschichtet, liegen gefaltete Handtücher, gefaltete Laken, gefaltete Bademäntel. Sie duften leicht nach Jasmin und nach Zedernholz. Der Zedernduft kommt von den kleinen geschnitzten Blöcken, die zwischen den Stapeln stecken. Du atmest ihn ein. Du lässt ihn sich in deiner Brust niederlassen. Du nimmst ein Handtuch von der Spitze des Stapels. Es ist weiß, sehr weich und wärmer, als du erwartet hast. Das Hotel bewahrt seine Wäsche in einem Schrank an einer sonnenbeschienenen Wand auf, sodass sie immer ein wenig warm in der Hand liegt. Einen Augenblick lang hältst du das gefaltete Handtuch in beiden Händen. Du spürst sein Gewicht, du spürst seine Wärme. Du schiebst den Schrank wieder zu. Du gehst langsam über den trockenen Teil der Lobby auf die Treppe zu, die nach oben führt. Diese Treppe ist breit und flach, mit Stufen aus poliertem Teakholz und einem Handlauf aus blassen, glatten Korallen. Beim Hinaufsteigen legst du deine freie Hand auf den Handlauf. Die Koralle ist kühl. Sie ist von vielen Händen über viele Jahre hinweg glatt gerieben worden, auf eben dieselbe geduldige Weise. Der zweite Stock öffnet sich auf einen langen Flur mit hoher Decke und einer Reihe runder Fenster an einer Seite. Jedes Fenster steht offen zum Passatwind. Und durch jedes Fenster siehst du das Meer, ruhig und blass im langsamen Abendlicht. Zwischen den Fenstern hängen Passatwindspiele von der Decke, kleine dünne Röhrchen aus Messing und Bambus. Und sie machen einen weichen, runden Klang, wenn der Wind durch sie hindurchstreicht. Keine Musik, nur ein sanfter, gelegentlicher Ton. Ein tiefer Ton. Ein hoher Ton. Dann Stille. Du gehst den Flur entlang. Deine Sandalen machen ein leises, fast lautloses Geräusch auf dem geflochtenen Seegrasläufer, der in der Mitte des Bodens liegt. Du zählst die Türen, an denen du vorbeigehst. 201, 202, 203. Und dann bleibst du bei 204 stehen. Die Tür ist aus wassergetränktem Teakholz, weich an den Kanten, dunkel und geduldig. Daneben, in einer kleinen Nische in der Wand, liegt eine Muschelschale, innen perlmuttern und rosa, poliert und gewunden. Du beugst dich hinunter. Du hebst die Muschel auf. Du hältst sie sanft an dein Ohr. Im Inneren der Muschel, mit einer Stimme so leise wie ein Seufzer, flüstert die Bitte sich noch einmal selbst. Ein gefaltetes Handtuch, bitte. Nur eines. Vor der Tür abgelegt. Danke. Du lächelst. Du legst die Muschel zurück in ihre Nische. Du beugst dich hinunter und legst das gefaltete Handtuch auf die Seegrasmatte direkt vor der Tür von 204. Du rückst es sanft zurecht, sodass die gefaltete Kante parallel zur Tür liegt. Du stehst auf. Du trittst zurück. Du klopfst nicht. Niemand klopft je im Submerged Equinox Hotel. Du hinterlässt einfach den kleinen Trost und gehst weiter. Du gehst langsam den Flur zurück, an den runden Fenstern vorbei, an den Passatwindspielen vorbei. Die Windspiele klingen noch einmal, als du vorbeigehst. Ein leiser, tiefer Ton und dann Stille. Du kannst das Meer jetzt deutlicher riechen und irgendwo weit, weit weg hörst du das langsame, gleichmäßige Tippen des Riffs gegen die Lobbyfenster unten. Du kehrst zur Treppe zurück und steigst hinab. Deine Hand gleitet den polierten Korallenhandlauf hinunter. Der Marmor der Lobby fühlt sich kühl unter deinen Sandalen an. Du gehst wieder zum Tresen hinüber und betrachtest das Buch. Du nimmst die Treibholzfeder und zeichnest neben Zimmer 204 ein kleines grünes Häkchen. Eine Lieferung erledigt.
Viele weitere stehen noch aus. Aber es eilt nicht. Es eilt nie. Du gehst als nächstes zu einer kleinen Nische hinter dem Tresen. Dort, wo die Küche beginnt. Es ist keine große Küche, nur ein weiter, blasser Raum mit einer langen Steintheke und einem niedrigen Backsteinofen. Auf dem Herd steht ein Kessel aus dunklem Kupfer über einer kleinen, gleichmäßigen Flamme. Der Kessel köchelt schon, solange du dich erinnern kannst, immer knapp unter dem Siedepunkt gehalten, bereit für Tee. Du nimmst ein kleines Tongefäß aus einem Regal. Das Gefäß hat die Farbe von nassem Sand, rund und warm. Du schöpfst einen kleinen Löffel getrockneter Jasminblüten aus einem Steinzeugkrug und kippst sie sanft in das Gefäß. Die Blüten sind blass und gekräuselt und sie geben einen weichen, süßen Duft ab, während sie fallen. Du hebst den Kupferkessel an seinem geflochtenen Griff und gießt langsam, gleichmäßig Wasser über den Jasmin. Das Wasser färbt sich blassgolden. Der Dampf steigt langsam empor und der Duft von Jasmin füllt die kleine Küche. Du atmest ihn ein. Du lässt ihn sich in deiner Brust niederlassen. Du stellst den Kessel zurück auf seine niedrige Flamme. Du legst einen kleinen, glatten Holzdeckel auf das Tongefäß. Du stellst das Gefäß auf ein rundes Tablett aus blassem, geflochtenem Palmwerk. Du stellst eine kleine Tontasse daneben. Du fügst eine winzige runde Schale mit kandiertem Honig hinzu, golden und leicht weich. Du hebst das Tablett an. Es ist leicht. Es ist warm an deinen Händen durch das geflochtene Palmwerk hindurch. Du trägst das Tablett aus der Küche hinaus und durch die Lobby, am Tresen vorbei, an der Treppe vorbei, die nach oben führt. Du nimmst den kleinen Seitenflur, der zu Zimmer 112 führt. 112 ist das einzige Zimmer im Erdgeschoss, das über dem Wasser liegt. Seine Tür befindet sich am Ende eines kurzen Korridors, der von grünen Wandleuchten erhellt wird. Das grüne Licht wandert langsam über die Wände, atmend, heller und dunkler, heller und dunkler. Du bleibst vor der Tür von 112 stehen. Du beugst dich langsam hinunter, um das Tablett auf der Seegrasmatte vor der Tür abzustellen. Du rückst es so zurecht, dass der Griff des Tongefäßes zur Tür zeigt. Du trittst zurück. Der Dampf aus dem Gefäß steigt in einer langsamen Spirale empor, nach Jasmin duftend, und verschwindet in der warmen, salzigen Luft. Du gehst den Seitenflur zurück, an den atmenden grünen Wandleuchten vorbei und in die Lobby. Du nimmst wieder die Feder. Du zeichnest ein kleines grünes Häkchen neben Zimmer 112. 2 Lieferungen erledigt. Die nächste Lieferung liegt unter der Wasserlinie. Du gehst zu der breiten Treppe, die nach unten führt. Die ersten Stufen sind trocken, polierter Marmor, kühl unter deinen Sandalen. Du nimmst sie langsam. Die nächsten sind feucht, leicht rutschig durch das sanfte, langsame Steigen der Flut. Aber du bist diese Stufen schon viele Male gegangen und deine Füße kennen sie gut. Auch sie nimmst du langsam. Und dann erreichst du das Wasser. Es ist warm. Warm wie ein Bad. Warm wie das Innere einer von der Sonne gewärmten Muschel. Es steigt um deine Knöchel und du watest unbeeilt hinein. Das Leinen deiner Hose treibt leicht um deine Waden. Das Wasser plätschert sanft an den Marmorstufen hinter dir. Hinein und hinaus. Hinein und hinaus. Du gehst weiter hinab und das Wasser steigt bis zu deinen Knien, bis zu deinen Oberschenkeln, bis zu deiner Hüfte. Die Uniform des Pagen ist dafür gemacht, nass zu werden. Das Leinen klebt nicht, kühlt nicht aus. Das Salzwasser bewegt sich sanft durch es hindurch, warm und einladend, als wäre das Meer einfach ein weiterer Raum des Hotels,
in den du getreten bist. Am Fuß der Treppe öffnet sich die Lobby zu einer weiten Halle mit niedriger Decke, die vollständig unter Wasser liegt. Du kannst klar sehen. Das Wasser ist sanft und hell, von oben beleuchtet von denselben grünen Wandleuchten, nur dass das Grün hier heller und gleichmäßiger ist, umgeben, wie es ist, vom Meer. Die Halle ist mit demselben blassen Marmor gepflastert und an den Wänden hängen dieselben Seegrasteppiche, nur dass die Teppiche sich hier leicht bewegen, mitschwingen mit den kleinen, langsamen Strömungen. Ein paar kleine silberne Fische gleiten an dir vorbei, unbeeilt, knabbern an dem weichen Grünzeug, an dem sie eben gerne knabbern. Sie erschrecken nicht, sie fliehen nicht. Sie drehen sich einfach um und betrachten dich. Und dann ziehen sie weiter. Du gehst durch die Unterwasserlobby auf den Aufzug zu. Der Aufzug im Submerged Equinox Hotel ist ein hoher Käfig aus Messing und dunklem Holz, mit einer breiten Tür aus geflochtenem Messinggeflecht. Er fährt vom obersten Stockwerk hinab bis zum tiefsten versunkenen Gang und er bewegt sich langsam genug, dass du die Etagen vorbeiziehen sehen kannst. Langsam genug, dass du dich an die Rückwand lehnen, eine Hand auf den polierten Korallengriff legen und atmen kannst. Du schiebst die Messinggittertür auf. Sie gleitet leicht, gut geölt von den geduldigen Händen ganzer Generationen von Hotelpagen. Du trittst ein. Du schiebst die Tür hinter dir zu. Der Aufzug hat eine Reihe kleiner Messingknöpfe, jeder geformt wie eine winzige Muschel, jeder mit einer Zahl markiert. Du drückst den Knopf für -1. Der Knopf leuchtet sanft grün. Irgendwo über dir läutet eine kleine Messingglocke. Unter Wasser klingt die Glocke gedämpft und rund, weich wie das Innere eines Kissens. Ein gedämpftes Bimmeln, wie ein Gedanke, der sanft kommt und wieder geht. Der Aufzug setzt sich in Bewegung. Er sinkt so langsam, dass du dir zunächst nicht sicher bist, ob er sich überhaupt bewegt. Dann, ganz allmählich, zieht der Boden der Lobby über dir nach oben und die Wände außerhalb des Käfigs werden zu Wänden aus Koralle und Stein, den Korridoren der ersten versunkenen Etage. Du beobachtest durch das Messinggitter, wie der Aufzug langsam abwärts gleitet. Du siehst grüne Wandleuchten, die in den Korridoren glühen. Du siehst Bogenfenster, die sich zum offenen Meer hin öffnen, wo das Wasser dunkler und blauer ist, wo kleine Fische in weichen Schwärmen vorbeihuschen. Du siehst die zarten, blassen Formen der Korallen, die in die Korridore hineingewachsen sind, die geduldig an den Wänden entlang wachsen, die Säulen schmücken und die Türrahmen mit zarten Fächern säumen. Der Aufzug hält. Die Glocke bimmelt erneut, weich und rund, unter Wasser. Du schiebst die Messinggittertür auf und trittst auf die erste versunkene Etage hinaus. Dieser Korridor ist breiter als der darüber. Die Decke ist gewölbt und mit blassen Muscheln verziert. Der Boden ist mit Marmor gepflastert, der so lange von den Gezeiten poliert wurde, dass er glänzt wie das Innere einer Auster. Das Licht ist hier grüner, sanfter. Du gehst langsam den Korridor entlang. Winzige Silberfische treiben auf Schulterhöhe an dir vorbei, betrachten dich und ziehen dann weiter. Du gehst zu Zimmer -103. Neben der Tür, in eine Nische der korallenbewachsenen Wand eingelassen, sitzt eine Tritonshornschnecke, perlmuttern und innen rosa, leise schimmernd im grünen Licht. Du beugst dich hinunter. Du hebst die Schnecke auf. Du hältst sie sanft an dein Ohr. Im Inneren der Muschel flüstert sich die Bitte leise selbst, blasenweich, meerweich. Einen einzelnen Bimsstein, bitte. Für leise Füße. Vor die Tür gelegt.
Du lächelst. Du legst die Muschel zurück in ihre Nische. In deiner Leinenuniform, in einer kleinen Innentasche, ausgekleidet mit weichem Stoff, trägst du einen einzelnen Bimsstein bei dir. Du hast ihn vorhin aus dem Korb mit Bimssteinen in der Lobby genommen, weil du wusstest, dass diese Bitte kommen würde, wie sie es oft tut. Du greifst hinein und holst ihn heraus. Der Stein ist blassgrau, voller winziger Löcher, leicht wie ein kleiner Atemzug. Du hältst ihn in deiner Handfläche. Im warmen Meerwasser hat er ein kühles, langsames Gewicht. Er liegt gut in der Hand. Du beugst dich hinunter und legst den Bimsstein sanft auf die Seegrasmatte vor der Tür von -103. Du richtest ihn ordentlich am Türrahmen aus. Du trittst zurück. Du gehst langsam den Korridor zurück. Du gehst am Aufzug vorbei. Du beschließt, noch ein Stück weiter zu gehen, bevor du zurückkehrst. Einfach, um zu sehen, wie der Korridor verläuft. Einfach, um den leisen, geduldigen Geräuschen des versunkenen Ganges zu lauschen. Irgendwo vor dir hörst du das sanfte Klopfen des Riffs gegen ein unsichtbares Fenster. Klopf, Pause. Klopf, Klopf, Pause. Klopf. Es ist der Klang kleiner Lebewesen, kleiner treibender Dinge, des Meeres, das geduldig sein Werk am geduldigen Stein des Hotels verrichtet. Du gehst bis zum Ende des Korridors, wo ein breites Bogenfenster ins offene Wasser hinausblickt. Das Fenster besteht aus dickem, klarem Glas, gefasst in einen Rahmen aus Messing und Koralle. Du bleibst davor stehen. Du legst eine Hand auf den polierten Korallenhandlauf, der unter dem Fenster verläuft. Draußen erstreckt sich das Meer in blasse, blaue Ferne. Eine lange Seegraswiese mit langen Wedeln wiegt sich langsam. Ein größerer Fisch, sanftmütig und mit runden Augen, treibt in höflichem Abstand vorbei, betrachtet das Fenster, betrachtet dich und zieht dann seinen langsamen Weg weiter. Ein kleiner Schwarm Silberfische dreht sich vorbei. Alle wenden sich gemeinsam. Alle wenden sich erneut. Wie ein einziger heller Gedanke, der sich im offenen Wasser neu ordnet. Du stehst eine Weile am Fenster. Du atmest langsam. Du schaust. Du lauschst dem sanften Klopfen des Riffs. Du spürst das warme Meer, das sich ganz sacht um dich bewegt und das Leinen deiner Ärmel in einem weichen, langsamen Rhythmus hebt. Nach einer Weile drehst du dich um. Du gehst zurück zum Aufzug. Du schiebst die Messinggittertür auf. Du trittst ein. Du schiebst die Tür zu. Du drückst den Knopf für -2. Über dir läutet die Glocke, gedämpft und rund. Der Aufzug beginnt zu sinken. Langsam, langsam, langsam. Du lehnst dich an das dunkle Holz der Aufzugswand. Du legst deine Hand auf den polierten Korallengriff. Du schaust den Korridoren zu, wie sie nach oben an dir vorbeigleiten. Grün erleuchtet, sanft wogend in den weichen, langsamen Strömungen. Der Aufzug wird langsamer. Die Glocke läutet erneut. Du öffnest die Tür und trittst auf die zweite versunkene Etage hinaus. Dieser Korridor ist dunkler, tiefer, stiller. Die grünen Wandleuchten glühen hier heller, weil das Meer draußen gedämpfter ist. Die Decke ist niedriger, die Wände dichter mit Koralle bewachsen. Weiche Fächer in Orange und Rosa und blassem Weiß. Der Boden ist mit Marmor gepflastert, der fast die Farbe des Meeres selbst angenommen hat. Ein weiches, perlmuttartiges Blau. Du gehst den Korridor entlang und kannst die tiefere Stille dieser Etage spüren. Die Passatwinde reichen nicht hierher. Die Windspiele reichen nicht hierher. Nur das langsame Atmen des Meeres. Nur das sanfte Klopfen des Riffs. Nur das gedämpfte Bimmeln der Messingglocke des Aufzugs, wenn sie irgendwo weit oben läutet. In einem anderen Moment im stillen Abend eines anderen Gastes.
Du erreichst die Tür von -207. Du hebst die Tritonshornschnecke aus ihrer Nische. Du hältst sie an dein Ohr. Im Inneren der Muschel flüstert die leise Stimme. Könnten die Laternen heute Abend ein wenig früher als sonst entzündet werden? Danke. Du lächelst. Du legst die Muschel zurück. Dies ist eine Bitte, die du allein dadurch erfüllen kannst, dass du deinem Abend wie geplant nachgehst. Mit der kleinen Freundlichkeit einiger weniger Minuten Aufmerksamkeit. Du neigst den Kopf leicht vor der geschlossenen Tür. Du wirst dich bald um die Laternen kümmern. Du gehst den Korridor zurück. Du kehrst zum Aufzug zurück. Du trittst ein, schiebst die Tür zu und drückst den Knopf für -3. Die Glocke läutet, gedämpft, weich. Der Aufzug sinkt. Du schaust den Korridoren zu, wie sie hinter dem Gitter nach oben gleiten. Das Licht wird grüner und tiefer. Die Korallen werden dichter und weicher. Du siehst hier und da kleine Tintenfische in den Ecken der Korridore, in sich selbst gefaltet, wie geduldige kleine Bücher, die Augen halb geschlossen. Du siehst langsame Garnelen, die die Korallen pflegen, geduldig wie alte Gärtner. Der Aufzug hält, die Glocke läutet. Du trittst auf die tiefste Etage hinaus. Die 3. versunkene Etage ist der stillste Ort des Hotels. Ihr Korridor ist kurz und breit, ihre Decke niedrig und gewölbt, ihre Wände dicht mit Korallen bewachsen, die zu Formen wie weichen Wolken herangewachsen sind. Das Licht hier ist das sanfteste Grün, das du je gesehen hast. Die Farbe einer alten Erinnerung an einen Wald. Es gibt nur eine einzige Tür auf dieser Etage. -301. Du gehst zur Tür. Du nimmst die Muschel aus ihrer Nische. Du hältst sie dir ans Ohr. In der Muschel flüstert die sanfte Stimme. Bitte sag mir einfach, wenn du vorbeikommst, dass die Flut steigt. Danke. Du legst die Muschel zurück. Du stehst still vor der geschlossenen Tür. Du sprichst ganz leise in die grün erleuchtete Stille hinein. Die Flut steigt, sagst du. Alles ist gut. Du neigst leicht den Kopf. Du trittst zurück. Du gehst langsam den Korridor entlang zurück. Und du kannst die tiefe Stille dieses Ortes sanft auf dir lasten spüren, wie eine weiche Decke. Du hast für einen Moment das Gefühl, als hielte das ganze Hotel in der tiefen grünen Stille den Atem an, nur um dem langsamen Steigen des Meeres zu lauschen. Du kehrst zum Aufzug zurück. Du schiebst die Tür auf. Du drückst den Knopf für die Lobby. Die Glocke läutet, gedämpft, sanft. Der Aufzug beginnt zu steigen. Du siehst nun zu, wie die Korridore am Drahtgitter vorbei nach unten gleiten. Die tiefste Etage gleitet hinunter, dann die 2. versunkene Etage, dann die 1. versunkene Etage. Das Licht wird heller, das Grün wird lichter, die Korridore werden höher. Du kannst die sanfte Veränderung des Wassers um dich herum spüren, das langsame Nachlassen des Drucks, die langsame Rückkehr der wärmeren Strömung nahe der Oberfläche. Du siehst silberne Fische zwischen den Etagen treiben. Du siehst, wie ein kleiner weicher Oktopus sich in einer Ecke bewegt und sich neu zurechtlegt, wie jemand, der sich im Bett in eine bequemere Lage rückt. Du siehst das langsame, geduldige Schwingen der Seegrasteppiche durch das Messinggitter hindurch. Der Aufzug wird langsamer. Die Glocke läutet. Leiser jetzt, fast ein Flüstern. Du schiebst die Tür auf und trittst hinaus in den unter Wasser liegenden Teil der Lobby. Du wartest langsam zurück über den Marmor. Das warme Meer bewegt sich sanft um deine Hüfte, deine Oberschenkel, deine Knie. Du steigst die breite Treppe hinauf. Das Wasser sinkt bis zu deinen Knöcheln, dann auf die Stufen zurück. Dann bleibt es hinter dir zurück. Deine Leinenuniform
beginnt fast augenblicklich in der warmen Salzluft zu trocknen. Du gehst zurück zum Tresen. Du nimmst den Treibholzstift. Du zeichnest kleine grüne Häkchen neben die Zimmer. -1, 03, -2, 07 und -301. 5 Auslieferungen erledigt. Alle Wünsche sanft erfüllt. Du stehst einen Moment lang mit beiden Händen auf dem dunklen Korallenholz des Tresens. Du atmest ein. Du atmest aus. Der Jasmin aus der Küche liegt noch immer in der Luft. Der schwache Zedernduft aus dem Wäscheschrank haftet noch immer an deinen Ärmeln. Der Bimsstein hat einen kleinen blassen Staub auf deinen Fingern hinterlassen. Du streifst sie sanft an deiner Hose ab. Nun wendest du dich der Empore zu. Die Empore des Submerged Equinox Hotel ist ein niedriger, breiter Absatz, knapp oberhalb der Lobby, erreichbar über eine kurze, geschwungene Treppe. Auf der Empore, auf einem kleinen runden Tisch aus hellem Teakholz, steht die große Sanduhr. Die Sanduhr ist so hoch wie dein Unterarm, aus dickem, leicht grünlichem Glas, gefasst in einen Rahmen aus poliertem Messing. Sie ist einer der ältesten Gegenstände des Hotels. Niemand erinnert sich, wann sie zum ersten Mal aufgezogen wurde. Sie rieselt Korn für Korn, seit irgendjemand hier am Leben ist. Du steigst die kurze, geschwungene Treppe zur Empore hinauf. Deine Sandalen machen ein ganz, ganz leises Geräusch auf dem Teakholz. Der Passatwind treibt hinter dir die Treppe hinauf und lässt deine Ärmel rascheln. An der Sanduhr bleibst du stehen. Du siehst dem sanften, blassen Sand zu, wie er aus der oberen Kugel in die untere rieselt. Er fällt in einem dünnen, gleichmäßigen Strom, langsam und geduldig. Ein Korn nach dem anderen. Ein Korn nach dem anderen. Du kannst es fast hören, ein sanftes Flüstern im Glas, wie die kleinstmögliche Stimme, die die kleinstmögliche Geschichte erzählt. Die untere Kugel ist fast voll, die obere Kugel ist fast leer. Es ist Zeit, die Sanduhr neu zu füllen. Neben dem Tisch, auf einem kleinen, niedrigen Gestell, steht eine breite, blasse Schale mit frischem, trockenem Sand. Der Sand wurde am trockenen Strand oberhalb der Hochwasserlinie gesammelt, 3-mal gesiebt und in der Sonne erwärmt. Du tauchst eine kleine hölzerne Schöpfkelle in die Schale. Du hebst die Sanduhr behutsam mit einer Hand an. Du drehst eine kleine Messingklemme an ihrem oberen Ende. Die Klemme gibt eine winzige Öffnung frei. Du kippst die Kelle und schüttest Sand in die obere Kugel. Der Sand rieselt langsam hinein. Du siehst ihm zu. Du lauschst seinem leisen, flüsternden Klang. Du fügst eine weitere kleine Kelle hinzu. Noch eine, bis die obere Kugel wieder voll ist. Dann schließt du die Messingklemme. Du stellst die Sanduhr behutsam zurück auf den Tisch. Du legst die Kelle zurück in die Schale. Du siehst zu, wie der Sand wieder zu rieseln beginnt. Korn für Korn, aus der oberen Kugel in die untere. Langsam, geduldig, endlos. Die Sanduhr misst nichts. Sie hält nur einen sanften, gleichmäßigen Rhythmus, wie ein Herz, das seit sehr langer Zeit schlägt, in einer sehr ruhigen Brust. Du stehst eine Weile da und siehst ihr zu. Du atmest ein. Du atmest aus. Der Passatwind streicht erneut an dir vorbei. Die Windspiele auf den oberen Balkonen klingen sanft. Ein tiefer Ton, ein hoher Ton, dann Stille. Du steigst die geschwungene Treppe von der Empore hinab. Du durchquerst die Lobby. Du bückst dich und richtest eine Ecke des Seegrasteppichs auf, die sich in der Nähe der Treppe leicht unter sich selbst geschlagen hat. Du glättest sie mit der Seite deines Fußes. Du richtest einen weiteren Teppich nahe der Küchentür. Du richtest die kleine, gewebte Matte am Fuß der nach oben führenden Treppe.
Du gehst langsam. Du bewegst dich langsam. Du eilst nicht von Teppich zu Teppich, sondern lässt jedes Zurechtrücken eine eigene kleine Handlung sein, in sich vollständig, mit einer kleinen Pause dazwischen. Wenn alle Teppiche gerade liegen, gehst du zu dem breiten, hohen Fenster neben dem Haupteingang und bleibst einen Moment davor stehen. Du legst deine Hand auf den polierten Korallenhandlauf unter dem Fenster. Du blickst hinaus aufs Meer. Das Licht hat sich verändert. Der Nachmittag ist in den Abend hinübergeglitten. Der Himmel über der offenen See hat die Farbe blasser Aprikosen und blasser Perlen. Das Wasser ist nahe am Horizont ein tieferes Blau und blasses Gold und Silber, dort, wo die Sonne es berührt. Die Flut steigt, langsam, langsam, und du kannst sehen, wie sie die Marmorstufen vor dem Haupteingang hinaufklettert, mit jedem sanften Atemzug des Meeres ein wenig höher leckend. Du beobachtest die Flut eine Weile. Du lauschest ihr. Ein und aus. Ein und aus. Das Riff klopft leise irgendwo jenseits der Fenster. Klopf, Pause. Klopf, klopf, Pause. Klopf. Es ist Zeit, denkst du, die schwimmenden Laternen zu entzünden. Die schwimmenden Laternen des Submerged Equinox Hotel ruhen tagsüber in einer langen, flachen Nische direkt neben der Lobby. Jede Laterne ist eine kleine runde Kugel aus blass gewachstem Papier, gefasst in eine breite Messingschale, am Boden beschwert, sodass die Laterne sich im Wasser stets von selbst aufrichtet. In jeder Laterne sitzt eine kleine, langsam brennende Kerze aus Bienenwachs und Meersalz. Eine Kerze, die viele Stunden lang sanft brennt. Du gehst zur Nische. Du nimmst eine kleine Schachtel mit langen Holzstreichhölzern aus einer Aussparung in der Wand. Du hebst die erste Laterne hoch. Du reißt ein Streichholz an. Die Flamme fängt mit einem leisen, kleinen Geräusch, nicht größer als ein Seufzer. Du entzündest die kleine, langsam brennende Kerze. Du wartest, bis die Flamme ruhig steht. Du bläst das Streichholz sanft aus. Du trägst die Laterne zur Treppe, die hinabführt. Du beugst dich sanft hinunter. Du setzt die Laterne auf die Wasseroberfläche an der 3. Stufe hinab. Die Laterne schaukelt einmal, zweimal und kommt dann zur Ruhe. Sie schwimmt. Die Kerze leuchtet golden im blassen, gewachsten Papier. Das Wasser um die Laterne herum leuchtet in einem sanften, goldenen Grün. Du kehrst zur Nische zurück. Du entzündest eine weitere Laterne. Du trägst sie langsam, ganz langsam, und setzt sie neben der ersten aufs Wasser. Die beiden Laternen treiben sanft auseinander auf den kleinen, langsamen Strömungen. Du entzündest eine weitere und eine weitere und noch eine. Du bewegst dich langsam. Du hast es nicht eilig. Du lässt jede Laterne ihre eigene kleine Zeremonie aus Licht sein. Angerissen und entzündet und getragen und auf das warme Meer gesetzt, wie ein leises, weiches Gebet für den Abend. Wenn alle Laternen brennen, leuchtet die Treppe, die in die unterseeische Lobby hinabführt, wie ein langsamer Fluss aus kleinen goldenen Monden. Die Laternen treiben auf den sanften Strömungen, stoßen ganz behutsam aneinander und treiben dann wieder auseinander. Das Licht reicht hinab durch das Wasser, goldengrün, und mildert die grünen Wandleuchten des Korridors unten. Die ganze Lobby scheint mit einem weicheren Licht zu atmen. Du stehst oben an der Treppe und schaust. Du atmest ein. Du atmest aus. Du kannst das warme Bienenwachs der Kerzen riechen. Du kannst das weiche Salz der steigenden See riechen. Du kannst, ganz leise, den Jasmin riechen, der immer noch aus der Küche herüberzieht. Du denkst an die Bitte aus -207,
die Laternen heute Abend ein wenig früher als sonst zu entzünden. Du hast es getan. Die Laternen brennen. Das Hotel leuchtet. Jeder Gast, so hoffst du, kann das sanfte goldene Licht spüren, das durch das warme Wasser zu ihm dringt. Du gehst langsam quer durch die Lobby zurück. Du steigst die geschwungene Treppe zum Mezzanin hinauf, nur für einen Augenblick, um von oben auf die Lobby hinabzuschauen. Von hier sieht die Lobby aus wie ein kleiner, stiller Teich aus Marmor und Wasser mit goldenen Laternen, die über die eine Hälfte treiben, und warmem Lampenlicht, das über die andere leuchtet, und den grünen Wandleuchten, die an allen Wänden sanft atmen. Du stehst eine Weile. Du schaust. Du lässt das Bild sich in deiner Brust setzen. Die Passatwind-Klangspiele klingen leise über dir. Ein tiefer Ton, ein hoher Ton, dann Stille. Du steigst die geschwungene Treppe hinab. Du gehst zum Tresen. Du nimmst die Feder. Du tauchst sie in die grüne Tinte. Am unteren Rand der heutigen Seite, in langsamen, sorgfältigen Buchstaben, unterschreibst du das Hauptbuch. Dein Name gleitet weich über das sanfte Papier. Die Tinte trocknet beinahe sofort. Du legst die Feder ab. Du schließt das Hauptbuch sanft. Du legst beide Hände auf das dunkle Korallenholz des Tresens. Du atmest ein. Du atmest aus. Deine Arbeit für heute Abend ist beinahe getan. Du gehst langsam quer durch die Lobby. Du gehst hinüber zur breiten Treppe, die ins Wasser hinabführt. Dort treiben die Laternen, golden auf dem warmen Meer. Der Marmor der Stufen schimmert sanft unter dem Wasser, poliert und blass. Du setzt dich. Du setzt dich auf die 3. Stufe von oben, wo das Wasser gerade deine Sandalen erreicht. Du lässt deine Füße in der warmen See ruhen. Das Wasser plätschert ganz sanft an deinen Knöcheln. Hin und her. Hin und her. Die Laternen treiben langsam um dich herum. Eine stößt ganz sanft an dein Knie und treibt dann wieder davon. Du siehst ihr nach. Ein kleiner Schwarm silberner Fische schwimmt langsam zur Willkommensmatte am Eingang der Lobby und beginnt, sie behutsam zu erkunden, mit den Schnauzen am weichen Flor zu stupsen, die kleinen Sandkörner zu prüfen, die sich im Geflecht verfangen haben, sie mit feinen Bewegungen umzudrehen. Du siehst ihnen zu. Sie bemerken nicht, dass du sie ansiehst. Oder vielleicht bemerken sie es und es macht ihnen einfach nichts aus. Sie weiden weiter, geduldig und ohne Eile, als Ehrengäste der steigenden Flut. Du atmest ein, du atmest aus. Der Passatwind zieht durch die Lobby. Die Klangspiele klingen leise irgendwo über dir. Ein tiefer Ton, dann Stille. Du legst eine Hand auf das polierte Korallengeländer neben der Treppe. Die Koralle ist kühl. Sie ist von vielen Händen glatt geworden. Du denkst an all die Hotelpagen, die hier gesessen haben, auf eben dieser Stufe, am Ende ihrer abendlichen Runden, mit den Füßen in der warmen, steigenden See, die den Laternen beim Treiben zugesehen haben, den silbernen Fischen beim Erkunden der Willkommensmatte. Du spürst sie als eine sanfte, stille Gesellschaft. Sie sind nicht hier, aber sie sind hier gewesen. Und das Hotel erinnert sich. Du sitzt noch eine Weile. Der Sand rieselt in der Sanduhr auf dem Mezzanin. Das Riff klopft leise irgendwo jenseits der Fenster. Die Laternen treiben. Die Fische weiden. Die Flut steigt, sanft und geduldig, und erklimmt die Marmorstufen um den kleinsten Bruchteil eines Zolls mit jedem langsamen Atemzug der See. Du denkst an die kleinen grünen Häkchen im Hauptbuch. Ein gefaltetes Handtuch für 2,04. Eine Kanne Jasmintee für 1,12.
ein Bimsstein für -103. Ein früheres Entzünden der Laternen für -207. Ein leises Wort an -301, das mitteilt, dass die Flut steigt. Alles kleine Dinge. Alles leise getan. Alles in sanfter, langsamer Stille empfangen von Gästen, die du nie gesehen hast und nie sehen musst. Du denkst, wie gut es ist, kleine, freundliche Dinge in einer langsamen, geduldigen Welt zu tun. Du denkst, wie viel sich sagen lässt für Wärme, für Weichheit, für nach Zeder duftende Handtücher, für Jasmintee, für das kühle Gewicht eines Bimssteins in der Handfläche. Du denkst, wie das ganze Hotel um dich herum atmet im langsamen Rhythmus der Flut, atmet im sanften Fallen des Sandes in der Sanduhr, atmet im langsamen Treiben der Laternen über das warme Wasser. Du atmest mit ihm. Du atmest ein und aus, ein und aus. Die Flut steigt. Sie klettert eine Stufe hinauf, dann noch eine. Die Laternen treiben mit ihr höher, golden auf dem langsam steigenden Wasser. Deine Sandalen sind nun tiefer im Meer. Das warme Wasser plätschert sanft an deinen Waden. Du spürst, wie du dich setzt. Du spürst, wie deine Schultern weich werden. So wie zu Beginn dieser Geschichte. Nur tiefer jetzt. Du spürst, wie der Nacken weich wird. Du spürst, wie die kleinen Muskeln um deine Augen weich werden. Du spürst, wie dein Atem langsamer wird. Und langsamer. Und langsamer. Du siehst den Laternen zu. Du siehst den Laternen zu. Du siehst den Laternen zu. Das Licht ist golden. Das Wasser ist warm. Das Riff klopft leise. Die Klangspiele klingen weit entfernt. Du lässt deine Augen auf einer einzigen Laterne ruhen. Sie treibt langsam dahin. Sie schaukelt einmal. Sie treibt weiter. Du lässt deine Augen auf dem grünen Schein einer Wandleuchte ruhen. Sie atmet heller. Sie atmet dunkler. Heller. Dunkler. Du lässt deine Augen auf dem sanft rieselnden Sand der Sanduhr über dir ruhen. Ein Korn. Noch ein Korn. Noch eines. Du fühlst dich warm. Du fühlst dich sicher. Und du fühlst dich gehalten vom langsamen, geduldigen Atem des Hotels und des Meeres. Die Flut steigt. Noch eine Stufe. Die Laternen treiben höher. Du denkst an weiches Leinen. Du denkst an warmen Jasmintee. Du denkst an kühlen Bimsstein in der Handfläche. Du denkst an das gedämpfte Klingen der messingenen Aufzugsglocke. Tief unter Wasser. Leise wie ein Gedanke, der ankommt und wieder geht. Du denkst an den langsamen Sand. Du denkst an das langsame Meer. Du denkst an die langsamen Laternen. Dein Atem wird langsamer. Deine Augenlider werden schwer. Du spürst, wie du sanft hinabsinkst in den warmen, weichen Ort unter dir, der dich die ganze Zeit getragen hat. Er heißt dich willkommen. Er hat geduldig gewartet. Du spürst, wie du Teil des langsamen Rhythmus des Hotels wirst. Dein Atem im Takt der Flut. Dein Herz im Takt des rieselnden Sandes. Deine Gedanken im Takt der langsam treibenden Laternen. Die Laternen treiben. Der Sand rieselt. Die Flut steigt. Das Riff klopft leise. Die Klangspiele tönen. Leise. Weit entfernt. Du bist warm. Du bist geborgen. Du wirst gehalten. Du lässt deine Augen sich schließen. Du lässt die kleinen grünen Häkchen im Hauptbuch verblassen. Du lässt das polierte Korallengeländer verblassen. Du lässt den weichen Zedernduft in deinen Ärmeln verblassen. Du lässt den warmen Jasmindampf verblassen. Du lässt das gedämpfte Klingen der Messingglocke verblassen. Du lässt die Lobby verblassen. Du lässt die Laternen verblassen. Da ist nur Wärme. Da ist nur Weichheit. Da ist nur das langsame, geduldige Atmen des Meeres. Ein
Schlaf jetzt. Schlaf sanft. Schlaf langsam. Die Flut steigt. Alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Schlaf, Schlaf, Schlaf. Und die Flut steigt weiter, sanft, so wie sie immer gestiegen ist, so wie sie immer steigen wird, geduldig wie der Atem, geduldig wie das langsame Drehen der Welt. Du musst ihr nicht länger folgen. Du musst die Stufen nicht zählen. Du musst die Laternen nicht zählen. Du musst überhaupt nichts zählen. Das Hotel weiß, wo du bist. Das Hotel hat es immer gewusst. Es legt sich sanft um dich, wie eine Hand, die sich um eine kleine warme Flamme schließt. Und es hält den Wind fern. Es hält die Kälte fern. Es hält alles Scharfe fern. Du bist jetzt im Inneren der Wärme, im langsamen, weichen Atem des Ortes, im leisen Summen, das unter den Böden läuft und unter dem Sand und unter dem Meer. Und das Summen ist freundlich. Das Summen ist tief. Das Summen ist der Klang, den ein Haus macht, wenn es die Menschen darin liebt. Du treibst, wie die Laternen treiben, langsam, mühelos, ohne Ziel, getragen von etwas Größerem als dir selbst, etwas Geduldigem, etwas, das Laternen und Reisende und kleine warme Gedanken schon länger trägt, als irgendjemand sich erinnern kann. Irgendwo, sehr weit entfernt, klingt die messingne Aufzugsglocke einmal, leise wie ein Kiesel, der in tiefes Wasser fällt. Du hörst sie, ohne sie zu hören. Sie ruft dich nicht. Sie markiert nur die Stunde, so wie eine ferne Uhr in einem fernen Flur die Stunde markiert, so wie der Mond die Flut markiert. Der Klang verblasst. Die Glocke ist fort. Die Flure sind fort. Das Hauptbuch mit seinen kleinen grünen Häkchen ist fort. Der Bimsstein in seiner kleinen Tonschale ist fort. Die Zeder an den Manschetten des Bademantels ist fort. Da ist nur der warme, weiche Ort unter dir, der dich trägt, so wie er dich immer getragen hat, so wie er dich immer tragen wird. Draußen, irgendwo jenseits der Wärme, verrichtet das Meer sein langsames Werk. Es hebt die Laternen, es glättet den Sand, es spült die glatten, runden Steine am Fuß der Stufen und spült sie dann noch einmal, poliert sie mit derselben sanften Geduld, mit der es alles an diesem Ort poliert, auch dich. Auch du wirst poliert. Nicht rau, nicht auf einmal, nur langsam, nur sanft, so wie das Meer die Steine poliert, so wie der Wind die Glocken poliert, so wie die langen, stillen Stunden die Messinggeländer polieren, bis sie glänzen. Jeder langsame Atemzug poliert etwas Müdes in dir. Jeder langsame Atemzug rundet eine kleine, scharfe Kante ab. Jeder langsame Atemzug lässt dich ein wenig glatter werden, ein wenig weicher, ein wenig bereiter für die tiefe Ruhe, die wartet. Die tiefe Ruhe wartet. Sie hat die ganze Zeit auf dich gewartet. Sie ist nicht fern, sie ist ganz nah. Sie ist sogar schon hier, beginnt schon, liegt schon um deine Schultern, wie die weich gefaltete Decke am Fußende des Bettes. Du lässt sie sich legen, du lässt sie sich setzen, du lässt sie bleiben. Die Laternen treiben irgendwo draußen auf dem Meer, tief und golden, und sie brauchen nichts von dir. Sie bitten nicht darum, beobachtet zu werden. Sie bitten nicht darum, gezählt zu werden. Sie sind zufrieden zu treiben, und sie sind zufrieden, dass du neben ihnen treibst, und keiner von euch muss irgendwo sein. Das Riff klopft leise, irgendwo darunter, so wie eine kleine Uhr in einem fernen Zimmer tickt. Klopf, 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 langsamer als dein Atem, langsamer als dein Herz, so langsam, dass es kaum noch ein Klang ist, nur die Erinnerung an einen Klang, nur die Vorstellung einer kleinen freundlichen Uhr,
die in einer fernen Küche die Zeit hält. Du lässt das Klopfen verblassen. Du lässt das Riff verblassen. Du lässt das sanfte grüne Licht der Lampen verblassen. Du lässt den warmen Jasmindampf, der irgendwo am Rand deiner Gedanken gekräuselt hatte, sanft in die Luft verblassen. So wie Dampf immer verblasst, so wie Wärme immer weicher wird, so wie der Tag immer weich in die Nacht übergeht. Und die Nacht ist da. Die Nacht ist weich. Die Nacht ist weit. Die Nacht ist voller kleiner, freundlicher Klänge, weit entfernt. Eine ferne Glocke, eine ferne Flut, eine ferne Stimme, die eine langsame Melodie in einer langsamen Sprache summt, die du nicht verstehen musst. Du musst nichts verstehen. Du musst dich an nichts erinnern. Du musst nichts festhalten. Alles, was du vielleicht gehalten hast, ist dir sanft aus den Händen genommen und auf ein kleines Regal in der Nähe gestellt worden, wo es auf dich warten wird. Geduldig und sicher, solange du es dort lassen möchtest. Es ist nicht verloren. Es ist nur abgelegt. Es ruht auch nur. Deine Schultern werden weich. Dein Kiefer wird weich. Der kleine Raum zwischen deinen Augenbrauen wird weich. Die Mundwinkel werden weich. Deine Hände ruhen geöffnet, so wie Hände ruhen, wenn sie nichts mehr tragen. So wie Hände in warmem Wasser ruhen. So wie Hände in weichem Sand ruhen. So wie Hände auf einer gefalteten Decke ruhen. Am Ende eines langen, stillen Tages. Deine Füße sind warm. Deine Füße sind warm, weil jemand irgendwo im langsamen, geduldigen Hotel einen kleinen, glatten Stein ans Fußende des Bettes gelegt hat. Einen Stein, den der Küchenherd gewärmt hat. Einen Stein in ein weiches Tuch gewickelt. Einen Stein, der seine Wärme langsam über die ganze Nacht hingibt. Du musst niemandem danken. Du musst nicht wissen, wer ihn dorthin gelegt hat. Du musst nur die Wärme langsam nach oben wandern lassen. Von deinen Füßen in die Knöchel, in die Knie, in die Hüften, in das Kreuz, in die lange, stille Linie deines Rückgrats. Die Wärme wandert. Die Wärme setzt sich. Die Wärme bleibt. Und das Meer atmet. Ein und aus. Das langsame, geduldige Meer, das schon länger atmet, als es Worte für das Meer gibt. Es atmet für dich. Es atmet mit dir. Es atmet um dich herum. Ein und aus. Ein und aus. Irgendwo im langen, stillen Flur dimmt sich eine kleine Lampe von selbst. So wie die Lampen in diesem Hotel sich selbst dimmen, wenn niemand vorbeigeht. Irgendwo legt sich ein Vorhang zur Ruhe. Irgendwo schließt sich lautlos eine Tür. Irgendwo stellt ein leiser Hüter einen leisen Besen ab und tritt sanft zurück in die Küche, wo der Kessel aufgehört hat zu singen und der lange Holztisch glatt gewischt ist für den Morgen. Der Morgen wird kommen. Der Morgen kommt immer. Doch er ist sehr weit weg. Auf der anderen Seite eines langen, warmen Schlafs. Auf der anderen Seite vieler langsamer Gezeiten. Und er verlangt noch nichts von dir. Er denkt noch nicht einmal an dich. Er ist zufrieden zu warten. Auch du bist zufrieden. Du bist zufrieden zu ruhen. Du bist zufrieden, gehalten zu werden. Du bist zufrieden zu treiben. Langsam und warm. Unter der weichen Decke. Im weichen Hotel. Neben dem weichen Meer. Die Laternen treiben. Der Sand rieselt. Die Flut steigt. Aber du musst sie nicht länger beobachten. Du kannst einfach wissen, dass sie da sind. Du kannst ihnen einfach vertrauen, dass sie fortbestehen. So wie du dem Boden unter dir vertraust, dass er fortbesteht. So wie du dem langsamen Wenden der Nacht vertraust, dass es fortbesteht. So wie du deinem eigenen langsamen Atem vertraust, dass er fortbesteht, ohne dass du ihn darum bitten musst.
Dein Atem geht weiter. Dein Atem geht weiter, ohne zu fragen. Dein Atem geht weiter, langsam und gleichmäßig und freundlich und kümmert sich um dich, so wie er sich immer um dich gekümmert hat. Du kannst ihn lassen. Du kannst ihn seine stille Arbeit tun lassen. Du kannst ihn von selbst steigen und fallen lassen. Du kannst ihn so klein und weich werden lassen wie den Flügel einer Motte. So klein und weich wie eine Kerzenflamme in einem stillen Raum. So klein und weich wie das Verstummen am Ende eines langen Liedes. Das Lied geht zu Ende. Das Lied geht schon lange zu Ende. Die letzten Töne sind sehr leise. Sehr leise. Sehr leise. Und das Hotel summt sein tiefes, freundliches Summen. Unter den Böden, unter dem Sand, unter dem Meer. Und das Summen trägt dich. Und das Summen ist genug. Du lässt die Form des Raumes los. Du lässt die Form des Bettes los. Du lässt die Form deiner eigenen Umrisse los, die an den Rändern weich werden, so wie warmes Wachs weich wird, so wie Nebel weich wird, so wie jede Form weich wird, wenn das Licht tief wird. Das Licht ist tief. Das Licht ist sehr tief. Das Licht ist fast verschwunden. Es gibt nur noch ein kleines, weiches Glühen. Irgendwo, in der Farbe von Honig, in der Farbe von Laternenpapier, in der Farbe der letzten Glut im Herd. Und dieses kleine, weiche Glühen reicht, um das Dunkel sanft zu halten. Es vertreibt das Dunkel nicht. Es freundet sich nur mit ihm an. Es sitzt nur neben ihm, so wie eine stille Lampe neben einem schlafenden Reisenden sitzt, Wache hält, nichts verlangt. Du bist der schlafende Reisende. Die Lampe sitzt neben dir. Sie verlangt nichts. Sie schenkt nur ihr kleines, freundliches Glühen. Und du bist warm. Und du bist geborgen. Und du wirst gehalten. Die Flut steigt noch einen langsamen Schritt. Die Laternen treiben noch ein langsames Treiben. Das Riff klopft noch ein leises Klopfen. Und dann werden selbst diese Geräusche weicher. Selbst diese Geräusche langsamer. Selbst diese Geräusche werden Teil des langen, stillen Summens, das dich nun trägt. Du wirst getragen. Du musst nicht schwimmen. Du musst nicht gehen. Du musst keinen einzigen Gedanken heben. Du wirst getragen, so wie ein kleines Blatt auf langsamem Wasser getragen wird. So wie eine kleine Laterne auf langsamer Flut getragen wird. So wie ein kleiner, warmer Schläfer getragen wird auf dem langsamen Atmen eines freundlichen, alten Hotels am Meer. Und das Hotel wird dich die ganze Nacht tragen. Es ist sehr gut darin. Es tut das schon viele lange Jahre. Es weiß, wie man einen Schläfer warm hält. Es weiß, wie man einen Schläfer sicher hält. Es weiß, wie man seine eigenen Lampen dimmt, eine nach der anderen, in den langen Fluren, sodass nichts die langsame, sanfte Arbeit deiner Ruhe stört. Eine Lampe wird dunkler. Eine weitere Lampe wird dunkler. Noch eine. Noch eine. Die Flure werden weich und dunkel und freundlich. Die Lobby wird weich und dunkel und freundlich. Das Hauptbuch schließt sich sanft von selbst auf dem Tresen, seine kleinen grünen Haken weggeräumt bis zum Morgen. Die Messingglocke ruht in ihrer Halterung, poliert und still. Der Bimsstein liegt in seiner kleinen Tonschale, glatt und geduldig. Der Kessel kühlt auf dem Herd ab. Der Zedernduft in den Manschetten der gefalteten Bademäntel legt sich in seinen eigenen stillen Duft. Unbemerkt, unbenötigt, einfach da. Alles im Hotel ruht. Alles im Hotel ist in Ruhe. Alles im Hotel leistet dir Gesellschaft in der langen, sanften Arbeit des Schlafs. Du bist nicht allein. Du warst nie allein. Das ganze langsame, freundliche Hotel ruht mit dir. Das ganze langsame, freundliche Meer ruht mit dir. Die ganze langsame, freundliche Nacht
ruht mit dir. Und es bleibt nichts mehr zu tun, nichts mehr zu denken, nichts mehr zu tragen. Nur der warme, weiche Platz unter dir. Nur der langsame, weiche Atem in dir. Nur das lange, weiche Summen um dich. Ein und aus. Ein und aus. Die Laternen treiben. Der Sand rieselt. Die Flut steigt. Und du schläfst. Du schläfst sanft. Du schläfst langsam. Du schläfst tief. Die Wärme an deinen Füßen bleibt warm. Die Decke an deinen Schultern bleibt weich. Die Lampe neben dir bleibt tief und freundlich. Das Hotel hält seine stille Wache. Das Meer hält seine stille Wache. Die Nacht hält ihre stille Wache. Über dich wird gewacht. Du wirst umsorgt. Du wirst gehalten. Alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Und irgendwo dort draußen, jenseits des weichen, warmen Dunkels, treiben die Laternen weiter in ihrem geduldigen Treiben, golden auf dem langsamen Wasser. Und sie werden am Morgen da sein. Und sie werden noch lange nach dem Morgen da sein. Und du musst heute Nacht nicht mehr an sie denken. Du musst heute Nacht an gar nichts mehr denken. Lass den letzten kleinen Gedanken los. Lass ihn treiben wie eine Laterne. Lass ihn treiben. Lass ihn treiben. Lass ihn treiben. Fort. Nur Wärme jetzt. Nur Weichheit jetzt. Nur das langsame, geduldige Atmen des Meeres. Ein und aus. Ein und aus. Langsamer. Weicher. Kleiner. Eine kleine Stille. Eine kleine Wärme. Eine kleine Ruhe. Schlaf. 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 Die Flut steigt. Das Hotel summt. Die Laternen treiben. Und du ruhst. Tief, sicher, warm. In den langsamen, weichen Armen der Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Schlaf jetzt. Schlaf. Schlaf.